Is there any traveling calls in the modern NBA? I don't think so. Traveling Calls in the Modern NBA. Ey, da kann sich aber D-Wade auf keinen Fall beschweren, weil D-Wade hat auch so viele Schrittfehler begangen in seiner NBA-Karriere vom ersten Tag an. Was geht ab, Freunde? Heute gucken wir uns zusammen ein Video an, was sich sehr, sehr oft gewünscht wurde. Und zwar heißt es Dwayne Wade answers basketball questions from Twitter. Also ist vom Kanal von Wired. Und das Video wurde mir echt oft geschickt, obwohl wir solche Reactions eigentlich aktuell gar nicht machen auf dem Kanal. Aber jetzt hat sich's gerade auch bei mir angeboten und deswegen dachte ich, nachdem D-Wade auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist, könnte das bestimmt sehr interessant werden. Deswegen gehen wir mal rein. Okay, erste Frage. Should the NBA move the three-point line back and add a four-point line? Absolutely Bitte nicht. Bitte nicht. not. Dankeschön. Hi, I'm Dwayne Wade, and today I'm answering your Twitter questions. This is Basketball Support. Fresh and Pulli hat er an. Okay, ich bin gespannt auf die Fragen. Ich freue mich drauf. The first question comes from @TrustTheVoid. Are three-pointers messing with the game of basketball? Would you enjoy watching the NBA if 80% of shots were just three-pointers? How many is too many? Ich hoffe, dass das für euch cool ist, aber ich würde immer gerne selbst kurz ein, zwei Sätze zu der Frage sagen und dann hören, was D-Wade sagt, quasi ohne davon beeinflusst zu sein, was er sagt. Ich würde jetzt einfach mal denken, dass man nicht wirklich einen Wert festlegen kann, was jetzt zu viele Dreier sind und was zu wenige sind. Aber ich finde schon, dass sich die NBA in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder ganz gut gefangen hat von der krassen Dreierrevolution, wo wirklich jeder die ganze Zeit nur geballert hat oder eben zum Korb gegangen ist. Ich finde, jetzt gibt es auch wieder ein schönes Midrange-Game von vielen Spielern. Making them is never too many. If you're missing all of them, that's too many. I wouldn't enjoy playing the game with 80% of the shots being threes, but I can understand the nature of the game today. I know that 3 points is more than 2 points. And so if a team is shooting 60 threes and one team is shooting 30, who's going to win that game? Coming from a different era, you want to see the game played just the way that you played it. But you got to try to figure out a way to appreciate the game the way it's played in today's era. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Ey. Shoutout an PR-Training für D-Wade, weil das war on point. Kann ich gar nichts hinzufügen. War einfach nur perfekt formuliert von ihm. TA_Green30. What's worse, getting blown out by 20 or losing by 1 because of a buzzer beater? Ich würde sagen, losing to a buzzer beater. Einfach weil, wenn es ein Blowout ist, dann ist zwar ätzend, weil sich das Spiel so zieht, aber irgendwann gehst du als Starter ja dann sowieso auch auf die Bank. Jetzt im Falle von D-Wade, der muss ja nicht die kompletten 48 Minuten auf dem Feld stehen, wenn es ein Blowout ist, der im dritten Viertel anfängt. Und per Buzzerbeater zu verlieren, da hast du ja schon so viel in das Game investiert, bist so close zum Gewinnen und dann verlierst du am Ende. Deswegen würde ich sagen, das ist schlimmer. Losing by 1. Because of a buzzer beater. If you get beat by 20, I mean, you've known for a long time that the game was over. If you get beat at the buzzer, it's immediate. You don't know how to process it. So playing Toronto Raptors in the playoffs in 2016 and Kyle Lowry hit this like past half court three-pointer to send a game in overtime. That hurt. I think if anybody can see the clip, you'll see my body just kind of like fall down and fade. It hurt so bad. Okay, das Gute ist, wir können uns den Clip hier gemeinsam anschauen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich erinnere mich nicht mehr an das Play. Ich suche auch gerade D-Wade. Also hier ist Kyle Lowry. 3 Sekunden auf der Uhr. Schlechte Quali, sorry dafür. Oh shit, und da ist D-Wade, ja. Voll am Ende. Ist richtig zusammengefallen. At shooting like a god, what is the hardest shot in basketball? What's the hardest shot in basketball? Das ist sehr, sehr schwierig. Ich persönlich finde einen Dreier exakt on top of the key, also genau oben an der Dreierlinie, wenn du gerade auf den Korb guckst, das finde ich einen relativ schweren Wurf. Einfach, weil man es eigentlich gewöhnt ist, immer ein bisschen schräg auf den Korb zu gucken. Und wenn man dann ganz genau gerade auf den Korb guckt und Ring und Brett verschmelzen so ein bisschen von der Optik her, das ist für mich ein schwieriger Wurf. Aber vom Skill-Level ist es wahrscheinlich ein Floater. Schätze ich mal, dass er jetzt sagt, ein gut positionierter Floater. Shot. Sounds like it would be the easiest. For me, open shot, sagt er. I personally like a contest because a contest allows me to be able to understand how much arc I need to put on a shot. Makes me focus a little bit more. An open shot, it makes me think too much. So I'll take a contest. Okay, ja, da ist was dran. Wenn man einen offenen Wurf hat, dann ist es relativ schwer manchmal genau einzuschätzen, wie man ihn schießen muss. Aber ich glaube, das gilt hauptsächlich fürs Profi-Level, weil zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich irgendwo freistehe an der Dreierlinie, ist das für mich ein deutlich leichterer Wurf, als wenn mich jetzt jemand close verteidigen würde und ich müsste über den werfen. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Amateur und NBA offensichtlich. So the question is from @MousPolitic, and he asked,
What rule changes or enhancements would you like to see added or altered in the NBA? Ich wollte gerade sagen, das ist super easy, aber ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht mal ganz sicher, ob das nicht mittlerweile schon eine Regel ist, aber das einfach nicht so gepfiffen wird. Und zwar, dass man im Fastbreak, wenn man eigentlich wirklich einen 1 gegen 0 Dunk hat und jemand foult dich dann noch von hinten und hält dich irgendwie fest, dass das nicht härter geahndet wird, dass das nicht ein schlimmeres Foul ist. Und ich überlege gerade, ob das nicht schon härter gepfiffen wird, aber ich bin mir einfach nicht genau sicher gerade. You know what? I actually and I personally think the NBA does an amazing job of understanding that they need to adjust to the style of play of players, that they need to always make sure they're adding to the game of basketball. I came in the NBA when people were hand checking, when people can put their hands on you and they can guide you over screens and where you can go. Aber nicht mehr wirklich, D-Wade. Wurde das nicht 2003 verboten? War das nicht die letzte Handchecking-Saison und dann hat es aufgehört? Also es war ein Jahr, wo du Handchecking erleben musstest. Then I was in an era where they took your hands off and you had to guard a guy like this. How do you guard a guy that's super fast and super strong and all that, that's getting the ball screen if you can't touch him? So the NBA understands what the fans need. The fans at that time wanted more scoring, they wanted more excitement, and so they changed the rules to alter that. So I'm open to the evolution and the growth that the NBA always think of. So I think it's great. Auch wieder eine Top-PR-Antwort. Also das hat er wirklich down. Komplett ohne Wertung, aber er macht es einfach gut, wie er das ausformuliert. Fast model. Defense debate. No middle or no baseline. Okay, also was machst du dem Gegenspieler quasi auf? Also was gibst du deinem Gegenspieler? Gibst du ihm einen offenen Weg zur Baseline oder gibst du ihm einen offenen Weg in die Mitte? Ist für mich schwer zu beantworten, weil ich habe es irgendwie schon in beiden Varianten spielen müssen, je nachdem, was für Coaches ich gerade hatte. Ich persönlich mache lieber die Mitte zu und dementsprechend die Baseline auf. I've always been taught no middle because once the offensive player gets to the middle, everything on the court opens up. And so now you have to pull help off other shooters, off other scorers because the ball has penetrated the middle of the gap, right? And so once it penetrates the middle, now everything opens. If you go baseline, the baseline becomes a defender. And so now all you need is you as a defender and then just the baseline. And so I think no middle. This next question. Hat er perfekt erklärt. Ich glaube, ich sage einfach gar nichts mehr oder ich halte meine Antworten kürzer, weil D-Wade bringt es einfach besser auf den Punkt. Question is from @Meech_bold. You think the triangle offense as a primary motion offense can work in today's NBA? Honestly, I don't know, weil ich bis heute nicht 100% verstanden habe, wie die Triangle Offense funktioniert. Und deswegen, also ich habe natürlich so die Grundvorstellung davon, so ich weiß schon, worum es geht, aber ich habe keine Ahnung, ob die jetzt funktionieren würde oder nicht. I really don't know. I do. I actually do. To me, it's not about the offense. It's about the mindset of the players in the offense. It's an offense that's set up for a lot of movement, a certain talent of individuals. So if you have the right team, if you have the right personnel, 100%. Next question is from the VJB17. Why do NBA players have such a hard time running offense against Zone? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich würde sagen, weil eine Zone an sich einfach sehr schwer zu schlagen ist über den Drive und die meisten Spieler, die in der NBA sind durchs amerikanische Schulsystem und Basketballsystem gegangen und da wird dir halt immer beigebracht, gerade bei den Guards, dass du attackieren musst, dass du über deinen Drive ziehen musst, dass du immer wieder den Korb attackieren musst und früher wurde da vor allem deutlich weniger geworfen als auch im Vergleich beispielsweise zu Europa und ich würde sagen, deswegen ist es so schwer und ich muss sagen, eine Zone ist immer ein bisschen schwierig zu spielen. Selbst wenn es cool ist als Shooter, dass du dauernd offen gelassen wirst, aber du kannst ja auch nicht 10 Dreier pro Spiel ballern. Du musst ja zum Korb und da ist es schon relativ schwer dann. That's a great question. Once you go to a zone, it makes you play straight up. Most of the game, you're in attack mode if you have the ball off a pick and roll or if you catch it on the wing, you're in attack mode. Something about the zone that puts you around the perimeter and it makes you catch the ball straight up. And so first thing you're gonna do. Weil du eben nicht driven kannst, so weil du bekommst den Ball und du weißt schon, okay, ich kann jetzt nicht driven, weil da stehen legit 3, 4 Leute am Zonenrand, die da so ein bisschen rotieren. Deswegen musst du ja erstmal gucken, okay, was mache ich jetzt? Und dadurch stehst du einfach aufrecht. Das stimmt. Besides pass fake is try to figure out a way to pass the ball to someone else. It's not set up for you to be in attack mode. Any player that it figures out that you can still stay in attack mode, you can still run your regular offense through a zone, are the best offensive teams in the game. @Gabby_Roma. Guys, question mark. How do you break someone's ankle in basketball? Mit einem filthy Crossover. It's having the ability to be able to shift your body quick enough,
stopping on a dime like this while the defender is trying to cut your move off and be able to bring it back, or stop on a dime and the defender now is trying to recover and maybe they slide or maybe they fall or maybe they trip over their own feet. At Fabio 11, is there any traveling calls in the modern NBA? I don't think so. Traveling Calls in the Modern NBA. Ey, da kann sich aber D-Wade auf keinen Fall beschweren, weil D-Wade hat auch so viele Schrittfehler begangen in seiner NBA-Karriere vom ersten Tag an. Also der Dude hat auch hart davon profitiert, dass keine Travels gepfiffen wurden. So, as a fan watching the game just like you, Fabio, I never see a traveling call. You can call travel on almost every play. And once the NBA has allowed an extra few steps, it becomes hard to even call travels. So I would say if you're a veteran in the NBA, you don't get travels called. If you're a rookie in the NBA, you're gonna hear that whistle a lot. Das stimmt. Das ist wirklich der Fall. Und wenn du ein Superstar bist, bekommst du auch ganz wenige Pfiffe, was so Travels angeht, und als Roleplayer deutlich häufiger. Müsst ihr mal drauf achten. Aber wie gesagt, ey, D-Wade war auch eine Travel-Maschine am Anfang seiner Karriere. Okay, Leute, ich mache jetzt etwas, was wir normalerweise nie hier machen. Und zwar würde ich gerne das Video aufteilen, denn wir haben hier wirklich ein sehr, sehr langes Video und Dwyane Wade gibt super Antworten. Ich will auch immer gerne was dazu sagen, aber ich möchte jetzt ungern ein super langes einzelnes Video hochladen. Deswegen würde ich das jetzt heute ausnahmsweise mal splitten. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich lasse mir auch nicht allzu lange Zeit mit dem zweiten Teil, keine Sorge. Das war's jetzt erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.